Philippa Vögeding für uns im Deutschen Bundestag. Die FDP war ja Mitglied in dieser Ampelkoalition und Olaf Scholz will nun heute die Vertrauensfrage ganz bewusst verlieren. Er hat die FDP ja rausgeworfen aus der Ampel. Gelingt Olaf Scholz, das heute zu verlieren, oder sind vielleicht doch noch Überraschungen denkbar? Wir können natürlich über Überraschungen sprechen, aber ehrlich gesagt stehen die Zeichen momentan wirklich darauf, dass dem Kanzler hier heute das Vertrauen abgesprochen wird, also sozusagen ihm das Misstrauen ausgesprochen wird. Wir haben gerade noch mal die Worte von Seiten der FDP gehört, die sind sehr eindeutig. Also daraus können wir ganz klar schließen, die FDP, die wird heute wohl geschlossen gegen den Kanzler stimmen bei dieser Vertrauensfrage. Das überrascht nicht, und auch die SPD hat sich in den letzten Tagen noch mal ganz klar geäußert, vor allem Bundestagsfraktionsvorsitzender Rolf Mützenich. Der nannte diesen Tag sogar einen Tag der Erleichterung für ihn, weil eben endlich Klarheit herrsche auf diesem Weg hin zu diesen ja schon angesetzten und schon terminierten Neuwahlen Mitte, Ende Februar. Er betonte aber auch gleichzeitig, dass er immer noch bitter enttäuscht sei von der FDP, die ja wohl wissentlich aufgrund auch dieses D-Day-Papiers diesen Bruch herbeigeführt hat, der Ampelkoalition. Also hier merkt man, der Rosenkrieg, der läuft immer noch zwischen diesen beiden ehemaligen Ampelpartnern. Die Grünen hingegen, die haben eine Art Sonderposition heute, denn sie haben schon angekündigt, sie werden sich enthalten bei dieser Abstimmung, damit das Ergebnis auf jeden Fall eindeutig ist. Denn wenn der Kanzler über 367 Stimmen hätte, dann hätte er das Vertrauen des Bundestages, und das will man eben verhindern. Das merkt man auch an den letzten Wochen ganz klar, sind auch inzwischen die Koalitionsparteien, also SPD, Grüne und FDP, in den Wahlkampf eingestiegen. Wir erleben einen kämpferischen Olaf Scholz, hören Reden von ihm, die so viel Emotion oder so viel Kampfgeist zum Teil zeigen, wie man es sich in den letzten 3 Jahren gewünscht hätte. Wir erleben eine FDP, die die Hand ausstreckt in Richtung Union, und wir erleben einen Robert Habeck, der mit Küchentischgesprächen dem Volk zeigen will, dass er ein nahbarer Kanzlerkandidat wäre. Und somit ist es quasi undenkbar, dass diese Vertrauensfrage heute positiv ausfällt für Kanzler Olaf Scholz. Das heißt, Scholz bekommt also eine Mehrheit dafür, dass er nicht das Vertrauen bekommt. Und du hast eben von einem Rosenkrieg gesprochen und Rolf Mützenich angesprochen. Da hören wir mal gemeinsam rein, was er jetzt dazu sagt. In der Tat, das ist ein herausfordernder Tag, aber es ist auch ein Tag der Klarheit schafft für die Zukunft und insbesondere im Hinblick auf den 23. Februar, wo sich der Bundeskanzler mit einem Spitzenkandidaten der Union messen wird, wer dieses Land am besten durch die großen Herausforderungen leiten wird. Und da bin ich mir ganz sicher, dass Olaf Scholz sehr deutlich machen wird, nicht nur das, was er in dieser Regierung, die leider eben offensichtlich nicht mehr zusammenarbeiten will, was er für dieses Land getan hat, aber insbesondere, was er auch persönlich getan hat. Das wird noch mal deutlich werden heute bei der Vertrauensfrage. Die SPD-Bundestagsfraktion wird dem Bundeskanzler allen Zuspruch geben, den er braucht, aber den er auch verdient hat. Ja, Philippa, und das ist ein historischer Tag. Die politische Gemengelage der einzelnen Parteien hast du schon kurz beschrieben. Wie läuft denn das jetzt heute alles ab? Diese letzte Vertrauensfrage von Gerhard Schröder ist 19 Jahre, fast 20 Jahre her. Du sprichst es an, es ist sehr lange her, dass das letzte Mal eine Vertrauensfrage gestellt wurde. Olaf Scholz ist der 4. sozialdemokratische Kanzler, der hier im Bundestag seit 1949 diese Frage stellt. Das Ganze läuft so ab, dass er selbst 25 Minuten Zeit haben wird, noch mal etwas dazu zu sagen. Und wir können davon ausgehen, dass er diese 25 Minuten nutzen wird, auch mit Blick auf den Wahlkampf und die Neuwahlen. Und anschließend wird es eine Debatte geben im Bundestag. Da können dann eben auch die anderen Parteien, die anderen Fraktionen sich äußern. Und dann wird danach namentlich abgestimmt. Das heißt nicht geheim, das heißt, danach weiß man, wer für und wer gegen den Kanzler gestimmt hat. Und das Ganze auch spannend. Wir werden nämlich genau beobachten, wer da mit Nein, Ja oder Enthaltung stimmt. Philippa, danke für den Moment in den Bundestag. Bis später.